Ich werde immer wieder gefragt, wie man unsichtbar vernäht, und ich habe dir letzte Woche schon gezeigt, wie das unsichtbar auf glattlinkem geht. Da habe ich hier mit dem gelben Faden in dem glattlinken vernäht und von vorne sieht man nichts. Die Woche davor habe ich dir gezeigt, wie das bei kraus rechts geht, und heute möchte ich dir zeigen, wie das bei glatt rechts geht. Glatt rechts ist die Fläche, wo wir nur rechts sehen. Und ich nehme hier mal mein Musterpatch von der letzten Woche und meinen Stern und ich nehme mein blaues Garn, steche jetzt hier nach vorne durch, denn ich möchte ja vorne vernähen auf glatt rechts. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier angekommen bin. Hier komme ich raus, da. Und dann seht ihr ja jetzt hier diese rechten Zöpfchen. Und da wollen wir rein und die umschlingen wir. Das heißt, ich steche jetzt hier rechts unter diesen Zopf, nehme mir die Masche auf die Nadel, umschlingen die, nehme die auf die Nadel, umschlingen die, und das mache ich jetzt hier ein paar Reihen nach oben, beziehungsweise ein paar Maschen nach oben, und da kann ich halt hier auch die gelben umschlingen. So, denn ich will euch ja zeigen, dass der blaue Faden da nicht durchblitzt. So. Dann ziehe ich den hier rauf, vorsichtig, 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 und der ist da drin und der ist dort quasi eingewoben in dieser Masche, und dann sieht man den auch nicht. Das kann ich jetzt auf der anderen Seite wieder runterziehen. Das kann ich aber auch nur beispielsweise, wenn ich das möchte, hier unten. Hier blitzt der manchmal ein bisschen durch, weil das Gestrick ein bisschen locker ist. Ich kann es aber auch einfach, wenn wir sagen, ich gehe nur hier rein, dann ziehe ich mir den zurück. Der ist auf jeden Fall, hält der schon fest, den kann ich so lassen. Den könnte ich jetzt da abschneiden. Ich kann den aber auch nochmal hier ein Stückchen rausfummeln. So. Und dann gehe ich hier einmal schräg nach drüben, also um die Masche rum. So, ziehe das gut an. Und gehe jetzt hier auf der anderen Seite. Ich muss immer schauen, dass ich quasi, wenn die Drehung nach rechts geht, dass ich von links nach rechts in diese Drehung reingehe und dann mir wirklich diese Maschen so auf die Nadel nehme. So, kann ich das hier wieder runterziehen. So, und dann muss ich jetzt nur schauen, dass mir hier der nicht über der gelben liegt, sondern dass die gelbe oben drüber liegt, und dafür ziehe ich mir die hier noch mal so ein bisschen raus, so, damit der Faden wirklich drunter liegt. So. Und da ist der jetzt unsichtbar auf dem glattrechten vernäht, wie ihr seht. Und auch die gelbe haben wir gut überstanden. Und so sieht das jetzt aus, wenn das unsichtbar vernäht ist. Also ihr könnt jetzt schon kraus rechts unsichtbar vernähen, glatt links unsichtbar vernähen. Bei solchen Patches wie hier empfehle ich übrigens die glatt linke Variante, weil die eben eher auf der Rückseite ist und auf der Vorderseite noch weniger rauskommt wie diese. Du siehst halt hier, wenn man ganz genau hinguckt, ne, dann sehe ich, wo ich den Faden hier quasi eingewoben habe auf dieser Masche, aber auch wirklich nur, wenn ich ganz genau hinschaue. Ansonsten sieht man, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, und so soll das auch so sein. Nächste Woche zeige ich dir noch, wie man bei Lochmustern unsichtbar vernäht, und ansonsten freue ich mich, wenn du mir ein Däumchen nach oben da lässt und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.